Lena und das Klassentreffen. »Lena, bist du's wirklich?« rief eine Stimme, die Lena sofort bekannt vorkam und die gleichzeitig alles in ihrem Inneren durcheinander brachte. Schlagartig war sie wieder 17 Jahre alt, stand mit klopfendem Herzen vor dem Schulgebäude und sah zu, wie ihre beste Freundin Antje mit Tränen in den Augen davonlief. Doch das war lange her und Lena war nicht sicher, ob sie überhaupt bereit war, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Trotzdem wandte sie sich langsam um und sah direkt in Antjes vertraute Augen. Noch Stunden zuvor hatte Lena unschlüssig vor dem Spiegel gestanden und sanft über das cremefarbene Kleid gestrichen, das sie für diesen besonderen Tag ausgesucht hatte. Es hatte sich seltsam angefühlt, sich für Menschen schön zu machen, die sie seit über 50 Jahren nicht gesehen hatte. Die Einladung zum Klassentreffen lag seit Wochen auf dem kleinen Tisch im Flur, und Lena hatte gezögert. Doch schließlich hatte sie entschieden, dass es Zeit war, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, auch um Antje wiederzusehen und endlich Frieden zu finden. »Antje«, flüsterte Lena nun, überrascht, wie fest ihre Stimme klang, obwohl in ihrem Inneren das pure Chaos herrschte. Antje lächelte zögerlich, und für einen Moment standen sie schweigend voneinander, beide wohl ebenso überrascht über diesen unerwarteten Moment. Dann machte Antje den ersten Schritt und nahm Lena herzlich in die Arme. »Ich habe mir so oft vorgestellt, wie unser Wiedersehen wäre«, sagte Antje schließlich leise. »Ich auch«, erwiderte Lena und spürte, wie sich ein Knoten in ihrer Brust langsam löste. »Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach sein würde.« Später, während Lena an einem der kleinen Tische im gemütlichen Dorfgasthaus saß, ließ sie ihren Blick durch den Raum schweifen. Alles wirkte vertraut. Der Duft von Kaffee und Kuchen, die leisen Gespräche und das gelegentliche Gelächter ihrer Mitschüler, die sich genauso verändert hatten wie sie selbst. Und doch waren diese Menschen ein Teil ihrer Vergangenheit, die sie jahrzehntelang verdrängt hatte. Im Laufe des Nachmittags hörte Lena zahlreiche Geschichten. Einige ihrer Mitschüler hatten beeindruckende Karrieren hingelegt, andere hatten sich auf ruhigere, aber nicht weniger erfüllte Lebenswege begeben. Sie selbst erzählte offen von ihrem Leben, von Verlusten und Erfolgen und merkte dabei, dass auch sie stolz auf ihre kleinen Schritte sein durfte. Plötzlich bemerkte Lena am anderen Ende des Raumes einen Mann, dessen herzliches Lachen ihr bekannt vorkam. Sie sah genauer hin und erkannte, überrascht, ihren früheren Mitschüler Paul, der damals stets unsicher und zurückhaltend gewesen war, beinahe unsichtbar in der letzten Bank des Klassenzimmers. Nun strahlte er vor Selbstbewusstsein, scherzte mit anderen und erzählte begeistert von seinen Reisen rund um die Welt. Lena war beeindruckt davon, wie sehr er sich verändert hatte. Für einen kurzen Augenblick kreuzten sich ihre Blicke und er lächelte freundlich und herzlich. Lena erwiderte das Lächeln, froh, ihn glücklich zu sehen. Während sie sich unterhielten und alte Fotos herumreichten, sah Lena sich selbst und Antje als lachende Teenager auf einem Klassenfoto. Damals hatte sie noch keine Ahnung, wie schnell die Zeit vergehen und wie viel sich ändern würde. Ein warmer Hauch von Wehmut überkam sie, gemischt mit einer tiefen Dankbarkeit, nun hier zu sein. »Erinnerst du dich an unsere Klassenfahrt nach Sylt?« fragte Antje plötzlich, und ein verschmitztes Lächeln spielte um ihre Lippen. Lena lachte laut auf und nickte. »Natürlich, wie wir uns nachts bei der Wanderung verlaufen haben und Herr Meier uns suchen musste.« Antje hielt sich lachend die Hand vor den Mund. »Er war so außer sich. Erinnerst du dich, wie er mit einer Taschenlampe wild durchs Gebüsch rannte und panisch nach uns rief, während wir beide nur ein paar Meter entfernt hinter einem Baum standen und nicht wussten, ob wir lachen oder vor Angst weinen sollten?« Lena schüttelte vor Lachen den Kopf. Und wie erleichtert er war, als er uns endlich gefunden hat. Er hat uns zuerst ausgeschimpft und dann fast erdrückt vor Freude. Beide brachen erneut in herzliches Gelächter aus, bis ihnen Tränen in die Augen traten. In diesem Moment fühlten sie sich wieder wie die Teenager von damals, verbunden durch eine gemeinsame Erinnerung, die immer noch lebendig war. Als später die Karaoke-Anlage eingeschaltet wurde und die ersten Melodien aus ihrer Jugendzeit erklangen, sah Antje Lena herausfordernd an. »Sollen wir es wagen? Wie damals? Weißt du noch?«
My Sweet Lord von George Harrison? Das war doch unser Lied. Lena zögerte einen Moment, doch dann griff sie entschlossen nach dem Mikrofon. Beide traten in die Mitte des Raumes und nahmen sich bei den Händen. Ihre ehemaligen Mitschüler fingen an zu klatschen, als die Gitarrenklänge aus dem Lautsprecherboxen erklangen. Auf dem Prompter erschien der Liedtext. Gemeinsam sangen sie den Hit aus ihrer Jugendzeit, der 1971 überall im Radio lief. Während sie sang, spürte Lena, wie sie immer freier und glücklicher wurde, als würde sie mit jedem Ton ein weiteres Stückchen ihrer verlorenen Jugend wiedergewinnen. Der ganze Raum sang das Lied von Anfang bis zum Ende mit. Nachdem ihr Applaus verklungen war, setzten sie sich etwas abseits, um in Ruhe zu sprechen. »Weißt du, Lena«, begann Antje vorsichtig, »all die Jahre habe ich mich gefragt, was zwischen uns schiefgelaufen ist.« Lena lächelte sanft und legte beruhigend eine Hand auf Antjes Arm. »Ich glaube, das spielt heute keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass wir hier sind.« Antje nickte nachdenklich. »Es ist seltsam, nicht wahr? Früher dachten wir hätten alle Zeit der Welt und plötzlich merken wir, wie kostbar jede Begegnung ist.« Lena blickte sie verständnisvoll an. »Aber weißt du was? Heute habe ich erkannt, dass es nie zu spät ist, einen Neuanfang zu wagen.« In diesem Moment wurde ihnen beiden klar, dass die Zeit für Groll längst vorbei war. Ihre gemeinsame Vergangenheit war voller wunderbarer Erinnerungen, die weit über jeden kleinen Streit hinausgingen. Sie versprachen einander, ihre Freundschaft neu aufleben zu lassen und künftig regelmäßig füreinander da zu sein. Als Lena später nach Hause fuhr, fühlte sie sich leichter und jünger als je zuvor. Dieses Klassentreffen hatte ihr nicht nur die Vergangenheit zurückgegeben, sondern auch gezeigt, wie wichtig es war, offen für Versöhnung und neue Begegnungen zu bleiben, ganz gleich, wie alt man war. Denn das Leben hält immer Überraschung bereit, besonders für diejenigen, die bereit sind, alte Kapitel neu zu schreiben. Und heute hatte Lena mit Antje ein Kapitel neu begonnen, das ihr ganzes Leben verändern sollte. Wenn du das Lied hören möchtest, das Lena und Antje beim Klassentreffen gesungen haben, findest du es hier. Vielleicht erinnerst du auch du dich an die Zeiten, als dieses Lied überall im Radio lief. Hinterlass mir gern ein Like oder ein Abo, wenn dir diese Geschichte gefallen hat. Ich freue mich, dich auch in meiner nächsten Geschichte wieder anzutreffen. Bis dahin, alles Liebe, Rangheld.